Ah ja, jetzt. Ich warte mal, bis das Display anfängt loszulaufen. Das dauert irgendwie immer länger. Egal, Hauptsache ich bin da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Montag, wie ihr seht, schneit es hier. Aber es ist jetzt kein weltbewegender Schnee. Es ist so Matsche und es ist gefühlt 0 oder 1 Grad. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es aussieht, wenn ich von der Insel runterfahre. Aber werde ich rausfinden, ne? So, wo fahre ich hin? Ich fahre jetzt gleich zu einem Farmer und lade da Kartoffeln. Und dann fahre ich nach Toronto. Es ist jetzt Montagmittag, es ist jetzt 1:30 und ich muss da am Mittwochmorgen um 8 Uhr anliefern. Also es ist in der Nähe von Toronto, ein bisschen oberhalb von Toronto. Entschuldigung, aber ich mag das nicht, wenn da so Schnee drauf fällt. Da habe ich Mittwochmorgen Aussahltermin um 8 Uhr, da werde ich hinfahren. Das sind 1800 Kilometer. Ich habe wieder den Trailer mit dem neuen Bremszylinder, wo ich doch letztens auf dem Truckstop da die Mechaniker angerufen habe. Ja, gut. Hey, kommst du klar? Ja. Warum ziehe ich eigentlich keine Handschuhe an? Das ist alles dreckig. Entschuldigung, wenn ich so laut bin. Ja, ansonsten, also schneien tut es heute Richtung Westen, also Quebec City und Edmonton und sowas alles, also da, wo ich halt durch muss. Jetzt weiß ich noch nicht, wie schlimm das da wird. Ich versuche auf jeden Fall heute von den 1800 Kilometern, versuche ich 700 bis 800 Kilometer zu fahren, damit ich da morgen ankomme. Da muss ich heute Abend noch rausfinden, ob ich beim Kunden übernachten kann. Dann kann ich da Mittwochmorgen anliefern und dann geht es wieder nach Hause, weil ja momentan so wenig los ist. Hier geht es eigentlich noch so von den Trucks her. Hier ist nicht so viel los. Da hinten stehen 4 neue. Geht eigentlich. Also es ist jetzt nicht leer, aber es ist jetzt auch nicht überlaufen hier. Ne? Okay, einige Trailer stehen hier rum. Wer hat mir denn jetzt... Ah, okay. So, ja gut, alles klar. Ich mache jetzt hier Snoopy fertig. Dann fahre ich zum Bauern. Das ist so da 40, 50 Kilometer von hier entfernt. Also halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Da lade ich dann. Die Ladung soll fertig sein um 3 Uhr. Und dann gucke ich mal... Dann gucken wir mal, wie weit ich noch komme heute. Was kommt da denn auf den Hof gefahren? Hat er sich verfahren? Egal, ich nehme euch mit und würde sagen, bis später. Moment. So, guten Morgen aus Woodstock. Es ist 8:30. Eigentlich wollte ich gestern noch weiterfahren, also länger fahren. Aber es hat mich gestern, das Wetter hat mich aufgehalten. Und zwar war es gestern so, dass es echt scheiße glatt wurde. Und dann sollte ich mich hier mit dem Fahrer treffen und ihr ein paar Papiere geben. Und als ich auf den Hof kam, habe ich entschieden, komm, hier bleibst du stehen. So, ich habe jetzt noch 1379 Kilometer oder 1279 Kilometer, ich glaube 1300. Ist ja egal. Zwischen 1200 und 1400 Kilometer habe ich jetzt noch vor mir. Jetzt ist morgen früh um 8 Uhr der Aushaltetermin. Ab da hinten ist das Wetter besser. Alter, ist aber kalt hier an deinem Finger. Hey, Panik. Und dann gleich wird es besser und dann kann ich heute was schaffen. Dann mache ich heute Nacht entweder eine verkürzte Pausenzeit oder
Ein ganz normale, damit ich da morgen ankomme, weil ich habe das gestern aus 2 Gründen gemacht. Erstmal wegen dem Wetter und zweitens, wenn ich jetzt gestern noch 3 Stunden weitergefahren wäre, hätte ich heute das ja geschafft von der Strecke her. Dann wäre ich bis auf den Hof gekommen. Aber dann wäre ich in Toronto in Feierabendverkehr gekommen. Das heißt, ich hätte doppelt Scheiße gehabt. Ne? Also einmal das Wetter und einmal Toronto heute Abend Feierabendverkehr. Dementsprechend möchte ich jetzt starten, früh Feierabend machen und früh durch früh durch Toronto fahren. Was ist denn heute los mit mir? So. Ja, so sieht's aus. Es ist kalt. Jetzt friert die rechte Hand ab. Komm, Truck, komm jetzt. Lass es schneller laufen. Es geht nicht. Es ist alles voller Schnee hier. Es war gestern sehr gemixt. Also vom Wetter her und von den Autofahrern her. Als ich von der Insel runtergefahren bin, ging es eigentlich. Ne? Dann konntest du so 100, 105 konntest du fahren. Ne? Die Straße relativ geräumt war. Aber das war auch gestern sehr stellenweise war es 105 und 3 Kilometer weiter auf einmal BAM! Nur noch 50 oder 60. Und dann kamen die Autofahrer dazu, oder auch Trucker, die Angst haben. Weil ich bin ja auch mal so angefangen, habe ich schon mal erzählt. Am Anfang hat man Angst. Also ich weiß nicht, ob andere auch Angst haben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Und dann fahren die so langsam und dann ist die rechte Spur immer frei, da wo du halt rumfährst, weil die meisten da rumfahren. Und die linke Spur ist halt meistens schneebedeckt. Und dann, früher hätte ich, vor 2 Jahren oder so, vor 3 Jahren hätte ich mich nicht getraut, da einmal drüber zu gehen. Mittlerweile geht das ja so, ne? Also ich habe auch nicht so ein doofes Gefühl mehr. Also ich habe noch nie, also Angst habe ich schon gehabt, aber es war eher so aber mehr Respekt. Oder es war auch mehr so, kennt ihr das, wenn ihr was macht oder machen wollt und ihr denkt, das geht scheiße und wenn ihr das dann macht, dann geht das scheiße und ihr sagt, habe ich es gewusst? So ist das beim Truckern im Schnee mit mir. Dieses Jahr nicht. Ich habe auch das Gefühl, hatte ich schon mal im Video angesprochen, dass der Cascadia, also ich bin jetzt kein Fan vom Cascadia, ich finde ihn nur cool, ne? Also gut, also ich würde jetzt nicht sagen, alles andere ist scheiße oder so bin ich ja nicht. Aber also mein International war so, der ist durch Schnee mit dir gefahren und also mir hatte das Gefühl gegeben, so von wegen, gucken wir mal, was du so machst und ob ich mir das gefallen lasse. Und der Cascadia ist mehr so, komm Buddy, ich nehme dich in den Arm, wir sind jetzt beide ein Team, wir fahren da durch. Weil man fühlt sich einfach sicherer. Also ich fühle mich sicherer. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das daran am Truck liegt oder ob es an der Normalität liegt, dass ich das halt jedes Jahr mache. Aber ist ja egal. So, ja, meine 10-Stunden-Pause ist jetzt voll. Ich werde das jetzt fertig machen und dann werde ich losfahren. Ich habe, hier, vollen Trailer. Ich habe 56.000 Pfund Kartoffeln geladen. 56.000 Pfund. Der ist wirklich voll bis hinten hin. Also die Türen musste man so zumachen. Aber was halt, ja, ist gesichert, ne? Ist formschlüssig geladen. Also quasi, ihr seht jetzt hier einen weißen Trailer und dann ganz viele Kartoffeln drauf, ganz viele Kartoffeln drauf, ganz viele Kartoffeln drauf. Und das geht dann, eigentlich wenn man die Türen auflässt, so 10 cm weiter als die Tür ist. Und dann habe ich die so zugeballert. Ja, jetzt ist das alles geladen. Die ganzen Kartoffeln habe ich noch zusammengeschoben. Ja, ich habe jetzt hier angehalten und werde jetzt, also hier meine Pause und werde jetzt noch tanken fahren, weil wenn ich hier übernachte, dann mache ich das immer morgens. Weil der Truck verbraucht ja auch Diesel in der Nacht, wenn er anspringt und die Kühlmaschine auch und dementsprechend mache ich das gleich alles voll und dann habe ich dann alles super. So, hier, ne? Schön sauber machen, ne? Schnee. So. Ich würde sagen, bis später. Turn right, then, at the end of the road, turn right.
end of the road, turn right, then turn left. So, hi zusammen. Es ist Dienstagabend, 8:30. Ich habe heute 1069 Kilometer gefahren. Habe jetzt hier in Napanee, Ontario, habe ich jetzt Feierabend gemacht. Habe jetzt noch 320 Kilometer, glaube ich, vor mir. Ich mache jetzt eine verkürzte Pausenzeit. Ah, hier meine Stimme. Ich habe mir irgendwie hier so was geholt. Ich glaube, es war zu kalt. Sage ich gleich was zu. Ja, ich fahre morgen früh um 4:30 los. Das heißt, ich habe den Wecker auf 3 Uhr morgen früh gestellt. Scheiß Zeit. Und werde da pünktlich sein. Wenn gestern nicht das Wetter gewesen wäre, dann hätte ich noch 2 Stunden weiterfahren können und dann wäre ich jetzt heute Abend da. Egal. Aber ich habe euch das ja erklärt, warum. Erstmal wegen Wetter und zweitens mal stelle ich mich bestimmt nicht dann nach 12 Stunden fahren oder 11 Stunden fahren da hinten an Stau an. Egal. Ist alles ein bisschen stressfreier. Warum habe ich einen Zug? Ich kriege ganz schnell eine Mandelentzündung. Sobald das kalt wird, kriege ich... Da bin ich der Erste, der eine Mandelentzündung kriegt. Obwohl es letzten Jahr ist es schon besser geworden. Und danach kriege ich nichts mehr.
immer so am Anfang des Winters, dann werde ich krank und dann wird das besser. Ich meine, als Kind war ich beim Arzt, beim anderen Arzt, also nicht bei meinem Hausarzt, beim anderen Arzt irgendwie. Ich glaube im Krankenhaus sogar, weiß ich nicht, ich hatte Mandelentzündung. Und dann sagte der Arzt, nimm mal deine Mandeln raus. Dann habe ich gesagt, ich sag, ja okay, ne, so. 12-Jähriger, 13-Jähriger oder so, weiß ich nicht mehr, wie alt ich war. Und mein Hausarzt hat gesagt, du nimmst die nicht raus, die Mandeln, weil wenn du die Mandeln rausnimmst, dann kriegst du eine Halsentzündung, das ist viel schlimmer. Da sind sie noch drin und sind ziemlich oft entzündet. Also am Anfang des Winters immer. Warum erzähle ich das eigentlich? Mein Tag ist ziemlich dreckig. Wenn man wieder Zeit ist, es regnet, damit das wieder sauber wird. Guck, da oben ist Ernie. Die war heute nicht so gut drauf. Wird älter, ne? Ah Gott. Ganz schrecklich. So, hier ist glaube ich zu dunkel. Egal. Und der hat schöne Felgen drauf. Voll hässlich. Warte mal. Guck mal. Passt doch niemals zum Blau. Sieht hässlich aus. Also ich find's hässlich. Eine andere kann es ja schön finden. Mir egal. So, ja, ich mache jetzt hier rucki-zucki fertig, damit ich zum Liegen komme. Ich bin müde heute. Und ja, Ernie hat sie an ihrem Stammplatz gelegt. Könnt ihr das sehen? Hier, da. Da liegt sie immer. Die ganze Nacht. Und Philipp muss jeden Morgen die Windschutzscheibe sauber machen. Oh, das findet er ganz toll, der Philipp, dass sie da liegt. Okay, alles klar. Bis morgen früh. Tschüss. At the end of the road, turn right, then turn right. Turn right, then turn right. After 200 meters, turn right, then take the highway. Turn right, then take the highway.
Achtung, Achtung, ich melde mich aus Mississauga. Ich habe heute Morgen angeliefert. Ich habe gestern, den Short hochgeladen, dass ich halt... Warum sage ich das jetzt eigentlich? Ich habe eben Short hochgeladen, um das Video anzukündigen. Das brauche ich doch gar nicht jetzt sagen, aber das ist doch das Ende des Videos. Oh Mann, manchmal bin ich auch ein bisschen, ne? Manchmal ist er so ein bisschen, ne? Komisch. Aber ist egal. Ich mag das. Boah, ganz viele Kies-Trucks, alle dieselbe Farbe. Auf dunkelrot, hellrot, hellrot, hell. Oh. Und liegen ja wieder ein paar Ersatzteile rum. Können wir mal zum Thema zurückkommen? Ja. Also, oh, guck mal, British Columbia. Alberta. So, können wir jetzt mal zum... Was ist das denn hier? Was macht ihr denn hier? So. Ich habe heute Morgen meine 56.000 Pfund Kartoffeln angeliefert. Ich bin heute Morgen, habe ich ja gesagt, ne, 4:30 losgefahren. War eine halbe Stunde zu spät. Wetter und hier Toronto-Verkehr macht sich möglich. Dann war das eine ganz beschissene Strecke da. Ich ja eben so ein bisschen was von gefilmt, habt ihr ja, bevor ich jetzt hier gerade zu euch gesprochen habe, habt ihr das ja gesehen. Es war aber noch viel schlimmer. Das Navi sagte links und dann bin ich links reingefahren. Verbot für LKWs. Ich sage, ja gut, das ist hier gleich. Ne? Das war, was ich, ein paar hundert Meter weiter. Bevor ich links abgebogen bin, habe ich noch schnell drauf geguckt. Das war da rein, rechts und dann war es da. Also, ja. Egal, dann bin ich da reingefahren und dann, also das war Eis, ne? Das war, also Angst hatte ich gehabt. Ich habe Angst gehabt. Bin ich da hingefahren, da war nichts, war da nichts. Und in der Mitte vom Nichts stand auf einmal ein Bauernhof, der das dann angenommen hat. Ja, habe ich dann angeliefert. Und dann habe ich meinen Dispatcher angerufen, Disponenten angerufen, um ihm zu sagen, dass ich halt gleich leer bin. Und dann sagte er, jo, ich habe eine Ladung für dich. Nach Boucherville. Das heißt, ich gehe jetzt duschen. Habe eben getankt, gehe duschen. Weil ich habe ja getankt, damit ich umsonst duschen kann. Dann duschen. Danach werde ich zum Versender fahren, ne? Also zum nächsten Kunden. Da habe ich eigentlich erst um 16 Uhr den Termin. Es ist jetzt kurz nach 12. Weil ich muss ja auch dran denken, dass meine Schichtzeit ja um 8:30 auch ausgelaufen ist. Ne? Also 20:30 Uhr heute Abend ist meine Schichtzeit, muss ich stehen. 4 Uhr habe ich den Aufladetermin. Ach ja, genau, wisst ihr ja gar nicht. Ich fahre in die Nähe von Montreal, da muss ich den Trailer hinstellen und morgen früh kriege ich den nächsten Trailer von da aus nach Hause. Ist jetzt ein bisschen gesplittet. Manche Fahrer von uns machen das. Ich mache das eher selten. Ich glaube, das ist jetzt in den 12 Monaten das 3. Mal. Warte mal kurz eine Minute, ich rede gerade vor der Kamera. Wieso stehst du vor der Kamera? Ich bin gerade vor der Kamera, du bist gerade mein YouTube-Star, mein neuer. Ja, dann beide machen. Tschüss. Ich bin sofort da, ich rufe dich gleich an. Tschüss. So. Ja, ich gehe jetzt duschen, dann fahre ich in Montreal, morgen einen neuen Trailer. Dann werde ich wahrscheinlich, also ich denke noch nicht, dass ich das schaffen werde, also mit der Schichtzeit von heute, dass ich dann nach Hause. So, jetzt nochmal. Ich glaube nicht, dass ich es in der Schichtzeit heute schaffen werde, vom Kunden hier in Toronto noch nach Montreal zu fahren, weil ich 6,5 Stunden fahren muss. Da müsste ich also 14 Uhr, 13:30 Uhr vom Kunden wegkommen. Und dann habe ich auch noch Toronto vor mir, weil da ja auch ganz viel Verkehr ist immer. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich auf dem Weg dorthin stehen bleiben. Aber egal. So, ich möchte gerne dieses Video beenden. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanada. Ich habe heute einen Sprachfehler. Ich sollte es lassen. Kanada Trucker Philipp, Facebook, Kanada Trucker Philipp. 630 Mitglieder sind wir mittlerweile, richtig super. Die Abonnentenzahlen steigen auch wie sonst was, finde ich super. Immer schön, ne? Die Glocke drücken, es kostet nichts und riecht nach Diesel.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das ist Donnerstagsvideo. Das werde ich heute Abend, am Mittwoch werde ich das fertig schneiden. Dann lade ich es hoch und der Marco möchte das ganz gerne morgen wieder übersetzen auf Englisch, damit auch die englischsprachigen Menschen mich gucken können. So, danke, bis bald, bis Sonntag. Tschüss.